Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute steht einiges auf dem Plan, denn wir haben heute vor, den Schattenwelt-Dungeon zu besiegen oder zumindest mal zu gucken, wie weit wir kommen. Und zwar bei den nordischen Göttern, bei dem neuesten Dungeon, der rausgekommen ist jetzt hier bei SF. Und da bin ich mal gespannt, wie weit wir kommen werden. Wir haben ja es geschafft, die nordischen Götter in der Lichtwelt komplett zu besiegen, in einem Durchgang sozusagen, ja. Und ja, bevor wir das aber machen, gucken wir mal, was es so beim Adventskalender gibt, ja, oder beim Stempelkalender sozusagen, weil ein Adventskalender hat ja 24 Türchen, das hat ja 20 hier. Und deswegen gucken wir mal, Nummer 4, was kommt da raus? Oh. 420, ja, hier an der Stelle. Wenn es dir nicht gefällt, wirf es doch ins Klo. Ja, sehr zynisch. Ich lese da so, aus dem Text lese ich so ein bisschen. Entschuldigung. Aus dem Text lese ich so ein bisschen. Oh, ja, moin. Kannst du mal bitte abhauen, Dankeschön. Ich lese aus dem Text tatsächlich so ein bisschen, den Konter daraus von Playa Games, dass, es wird sich ja immer sehr viel beschwert über die Updates, die so kommen, die neuen Features, die ins Spiel gebracht werden und dass das alles zu wenig ist, was wir bekommen. Und anscheinend jetzt, wo es, also so ein Flügeltrank ist ja schon eine nette Geste, sag ich mal auf jeden Fall. Sind 15 Pilze, ja. Und dann kommen die da mit so einem Satz wie, wenn es dir nicht gefällt, dann wirfst du einfach ins Klo. Digga, was willst du denn von uns? Wirf's doch einfach weg, ja. Was sollen wir dir denn noch alles in den Rachen schieben? Ja, nee, aber ich freue mich, sehr cool. Ein Flügeltrank ist sehr nice. Ist der hier im Inventar? Jawohl. Und deswegen hier auch 100 Münzen kostet. Der ist natürlich auch nice. Da freuen sich meine Free-to-Play-Accounts. Und ich sehe gerade, ich habe gar keinen Intelligenztrank mehr hier. Oh. Alter, was ist denn hier los, ey? Ja. Das füge ich mal ganz still und heimlich ins Inventar hinzu und wir gucken mal weiter nach Intelligenztränken. Ja, dankeschön. Da verteidigt man einmal, da hat man einmal den Rücken von Playa und dann wird man hier gleich so entlohnt. Ja, das ist natürlich sehr nice, das finde ich gut. So, da haben wir doch endlich mal, oh, gleich noch 2 hintereinander, das ist sehr gut. Ja, das ist natürlich, ne? Also da kann man sich denn wirklich jetzt nicht mehr beschweren, würde ich mal behaupten. 933 schwarzen Edelstein haben wir da drin, 988, da setzen wir natürlich den besten Edelstein rein, den wir haben. Ja, gehen damit zur Hexe. Hallo, guten Tag, ich möchte das bitte, dankeschön. Dann werden wir das gleich mal hier auch noch verzaubern. Und verbessern tun wir das natürlich auch noch 5-mal, so wie das Gerät, was wir davor drin hatten. Das war auch 5-mal verbessert, sehr gut. Jetzt haben wir hier auch plus 18 auf Widerstand gegen alles. Das ist auch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, ob mein Marquardt mit dem Item was anfangen kann. Plus 31, ja. Kommt zwar ein Intelligenzstein raus, ein guter Intelligenzstein, aber ich gehe mal von aus, dass das Ding hier, ja, das Ding ist 6-mal verbessert. 781, 40, ja, aber das ist trotzdem besser hier, das ist besser. So, dann, ja, würde ich mal sagen, hauen wir das mal gleich in die Toilette rein. Sehr cooles Video bis hierhin, wie ich finde. Ja, schauen wir mal, spüren wir das mal durch. Haben wir jetzt zufällig auch die Quest? Digga, das läuft ja hier wie am Schnürchen. Ich habe ja nicht mal geguckt, ob wir die epische Toilettenquest haben, aber wir haben sie einfach. Ich habe es im Gefühl gehabt, ich habe nicht mal nachgeguckt. Ja, und wir bekommen hier auch wieder ein Intelligenz-Item raus. Ja, also das heißt, das können wir jetzt nicht irgendwie großartig
weiterverwerten. Deswegen Gegenstand zerlegen. Und dann haben wir da auch wieder dementsprechend gute Ressourcen wieder abgefarmt. Ja, und mein Marquardt sowie ich selbst sind dadurch auch enorm, würde ich mal schon fast sagen, besser geworden. Ja. So, und da kommt auch noch gleich das nächste. Jetzt können wir auch, Digga, es ist hier eins nach dem anderen heute, Goldgrube auf Stufe 40 ausbauen. Ja, in 15 Tagen ist es soweit. Da haben wir das Ding hier auf die 40 ausgebaut. Und das Ding läuft noch hier im Hintergrund, ja. Sehr, sehr cool, das Ganze. Dann werden wir hier noch schnell ein Pet füttern oder einen Petkampf machen. Und dann werden wir uns jetzt hier zu dem Dungeon begeben. So, meine Begleiter sind gelevelt alle. Das ist sehr gut. Wir skillen nochmal einmal rein und gucken mal zu den nordischen Göttern. Sehr cool, dass wir dieses Item jetzt eben gerade noch bekommen haben mit Widerstand gegen alles. Weil das ist ja ein Dungeon hier, der tatsächlich ja auch Runenschaden austeilt gegen uns. Deswegen natürlich umso besser, dass wir jetzt nochmal plus 18 mehr Defense auf alles haben. So, den ersten Gegner besiegen wir ganz locker flockig mit unserem Bertram. Ja. Was haben wir hier? Ein Stärke-Item. Mal gucken. Plus 73 haben wir da drauf. Aber unseres ist 6-mal verbessert. 6-mal verbessert. Das ist natürlich schade, weil hier haben wir noch Widerstand gegen Blitze drauf. Und das Teil ist auch an sich ein bisschen stärker, weil plus 73. Ja, was ist da jetzt besser? 7, 8, 50, 8, 900, 8, 7, ja, 8, 7. Ja, es ist sogar der Ring trotzdem besser, trotz der 6-fach Verbesserung, glaube ich jetzt einfach mal zu meinen. Ich habe jetzt ganz grob irgendwie überschlagen, aber ja, auf jeden Fall haben wir ja hier noch die Dings hier noch drin, Widerstand gegen Blitze. Und deswegen, wir setzen mal erstmal den Stein rein hier. Dann können wir das trotzdem ja noch 2-mal verbessern und dann ist es definitiv besser, ja. Und dann werden wir das hier zerlegen. Warte mal, das ja ist schon, können wir nicht mehr durchspülen. Das heißt, wir zerlegen den Gegenstand und haben wieder richtig gut Platz im Inventar. Das ist sehr cool. Und unser Bertram ist auch nochmal ein Stückchen besser geworden. So, wir kommen zum zweiten Gegner. Ja, jetzt kommt schon der Marquardt dran. Wir sehen es hier unten. Allerdings hat die Walküre hier auch Blitzschaden, ja. Und das ist natürlich nicht so gut, weil sie ja dadurch ein bisschen mehr Schaden generell gegen uns macht. So, ne? Aber wir haben ja Defense. Wir haben ja ein bisschen Defense. Aber bis zum Marquardt kommt sie auf jeden Fall. Wir kriegen hier das erste Weihnachtsepic tatsächlich, was ich hier so sehe, ja. Das ist das erste Weihnachtsepic, was ich hier dieses Jahr bekommen habe. Und ja, das Ding können wir wahrscheinlich nicht gebrauchen. Alle Attributs-Item habe ich eigentlich hier keins drin, von keinem meiner Begleiter. Dadurch, dass es Schattenwelt ist, können wir es auch nicht mehr durch die Toilette spülen. Das heißt, wir zerlegen das einfach, bekommen sehr gute Ressourcen dadurch. Hela, mal gucken, was die uns so zu bieten hat. Anscheinend nicht viel, denn unser Marquardt regelt, ja. Und wir bekommen hier das nächste Item und nochmal 300 Millionen XP obendrauf. Das schmeckt auf jeden Fall, ja. Und wir haben hier ein Geschick-Item. Das heißt, für die Kunigunde haben wir hier was am Start, plus 61. Da freut die sich in der Tat auch. Und ich brauche bald neue Edelsteine tatsächlich, ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich würde das der Kunigunde geben. Allerdings möchte ich erstmal noch gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht bekommen wir noch ein besseres Item und dann können wir da noch den, also weil das ist momentan ist ein ganz guter Edelstein hier eigentlich, den würde ich ungern für einen Begleiter nehmen, aber der ist, ja, weil der halt schon relativ hoch ist, aber wir schauen mal. Wir gucken mal, was so passiert, wie weit wir hier noch kommen. Wir sind jetzt bei 4 von 10. Jetzt kommt als nächstes der Tor und der Tor verlangt uns hier schon alles ab, wie wir sehen. Da muss ich sogar ran. Könnte sein, dass wir den gar nicht schaffen, ja, vielleicht also beim ersten Mal. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. So, der Bertram hat auf jeden Fall ein bisschen ausgeteilt. Der Magier leider nicht wirklich so. Bei der Kunigunde überspringen wir mal. Okay, die hat aber auch nicht so viel ausgeteilt. Und wir haben eigentlich auch nichts ausgeteilt, ja. Und der Gegner ist trotzdem bis zur Hälfte. Heißt, wir werden mal die Initiative ergreifen und werden auch hier mal
einen Edelsteinsockel hinzufügen für Pilze natürlich. Und das kriegt dann die Kunigunde. Das ist zweimal verbessert hier. Und dann kriegst du auch noch den schwarzen Edelstein rein. So, kriegst du hier auch nochmal 2 Verbesserungen. 2 reicht für dich aus. Und das Ding Gegenstand zerlegen. Zack. So, jetzt haben wir hier fast keinen Edelstein mehr im Inventar. Das ist auch sehr traurig. Und dann gucken wir mal weiter, was wir hier so dem Tor anrichten können. Gucken, vielleicht die Kunigunde jetzt ein bisschen besser. Ja, 2 Crits einmal ausgewichen, nochmal einen ausgeteilt und boah, die ist auch One-Hit, ne? Die ist auch One-Hit einfach mal. Ja gut, aber der ist auf jeden Fall machbar. So viel sei mal gesagt, ja. Mich kotzen die Kämpfe der Remastered immer noch an, muss ich sagen. Oh, sehr cool. Und Geschick-Item wieder, ne? Ja, also das plus 2 Erfahrungen, das bringt leider unseren Begleiter nicht wirklich viel. Aber vielleicht sind die Schuhe an sich ganz gut. Plus 62, ja. Die sind auch sehr, sehr nice. Heißt, wir müssen Geschick oder alle Attributstein finden, also einen schwarzen. Deswegen 822, 824. Okay, ja, aber minus 1000. Okay, die behält noch ihre 25% Rüstung hier, weil minus 1875 ist schon heftig. Aber ja, das werden wir natürlich auch der Kunigunde geben. Leider ist der Runenboni darauf Crap. Für meine Begleiter nutzt das leider nichts. Allerdings, ja. Oh, ich sehe gerade, wir haben den Gegenstand auch 6-mal verbessert da. Aber mal gucken, vielleicht mit 2 Verbesserungen drauf. Vielleicht ist das dann auch ein bisschen besser. Wir schauen mal. Wir warten mal erstmal ab. Wir gucken mal erstmal, was der nächste Gegner so, der Odin, uns zu bieten hat. Und ich glaube, dass die Gegner jetzt sehr, sehr stark werden. Der ist schon Level 525. Und ich glaube nicht, dass wir an den Gegner noch vorbeikommen. Eventuell der noch, aber der nächste wird dann schon sehr kritisch werden. Ja, das ist auch wieder entweder ein Krieger oder ein Berserker. Aber ich glaube mal, das ist ein Krieger, ne? Oder hat er schon geblockt oder hat er schon irgendwas gemacht? Ich habe noch nicht drauf geachtet. Müssen wir mal gucken. Ja, ist ein Krieger. Okay, gut, das ist ein ganz stinknormaler Krieger. Also da ist auch im Prinzip alles möglich. Mir wäre, glaube ich, ein Berserker wäre mir sogar noch lieber, ja, weil da teilen wir als Magier natürlich nochmal deutlich mehr Schaden aus, ne? Und dadurch, dass wir ja unsere Main-Klasse Magier ist und einen Begleiter auch noch haben, der auch sehr gut ausgerüstet ist, liegt mir der Dungeon eigentlich sehr gut, ja. Wir müssen einfach nur erstmal zu den Berserkern kommen. Da haben wir den Odin auch schon besiegt und sind damit Level Up. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, wir haben eine Waffe gefunden. Das könnte gut werden. Mal gucken, was haben wir da? Ja, okay. Die Spanne ist halt nicht so gut, ne? Aber da ist halt schon eine Rune drauf. Plus 51 Durchschnittsschaden. 1700, ja gut, wir haben halt eine sehr, sehr geile Spanne, aber 1500 für 200, 318, plus 14 Eisschaden. Weiß ich jetzt nicht, was da großartig besser ist. Kann ich nicht genau beurteilen. Ich glaube die Waffe ist besser, die wir jetzt bekommen haben, weil wegen dem Eisschaden noch drauf, plus noch die anderen Attribute noch dazu, ja. Bußen zwar ein bisschen von der Spanne ein, aber ich glaube, insgesamt ist die doch besser als die wir jetzt da drin haben. Ja, sehr nice. Mal gucken, was war der nächste? Das war Assassine. Assassine ist das, wie ich sehe. Ja gut, der könnte auch kritisch werden. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Könnte sein, dass wir den noch besiegt kriegen. Bin ich mir jetzt aber sicher. Wir sind ja schon bei Etage 6 von 10. Ich habe mir jetzt auch nicht vorgenommen, wie weit ich hier jetzt runterpilzen möchte. Aber wenn der jetzt mir zu unmöglich erscheint, dann lassen wir es sein. Wir gehen mal bis... ja, keine Ahnung. Bis 3820 gehen wir mal runter. Ja, wenn es bis dahin nichts wird, dann lassen wir das sein. Mal gucken, das ist hier das Powerpilzen. Ja. Oh! Oh! Haben wir ihn doch noch besiegt. Ja, sehr nice. Gucken wir uns den Kampf natürlich auch gleich nochmal an. Kämpfe. Loki. Kampf zeigen. Mal gucken, was wir da bekommen haben. Der ist 565. Der hat gar nicht drauf geachtet. Der ist ja schon richtig
Der ist ja schon richtig krass unterwegs. So, unser Bertram kriegt dann nochmal einen Hit zum Schluss raus. Dann kommt der Marquardt, da hat der Hit irgendwie nicht gezählt. Okay, ja, weiß nicht, ganz komisch irgendwie. Oder ich glaube, der erste Schlag zählt, glaube ich, doppelt, für den anderen gleich mit und der zweite trifft einfach, glaube ich, irgendwie immer nicht. Also das war ja bei Unge auch schon so gewesen. Das war ja, glaube ich, so mit einer der ersten Assassinen, die im Dungeon vorkamen und da war es auch so, dass der erste oder zweite, einer von beiden, der macht kein Damage, aber der zweite, also einer von beiden macht dann dafür richtig viel Damage. So. Ja, ihr seht es ja, einer trifft immer nicht, so. Ja, dann kommen wir zum Schluss und... Boah. Gut. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt doch so weit kommen. Das ist nochmal ein Item für uns, ja. Hat hier auch schon gute Widerstandswerte drauf. Allerdings haben wir hier auch plus 2% Lebensenergie und das Ding haben wir eh 6-mal verbessert. Also das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir das auswechseln, ja. Und die Stats sind jetzt auch nicht plus 16, ist jetzt auch nicht so dolle. Ja, 7 von 10. Ymir haben wir jetzt hier, der Stufe 600. Okay, und das ist ein Berserker. Heißt, eigentlich könnten wir den machbar, also eigentlich ist er machbar. Wir gehen bis 3800 runter. Ja, also noch 14 Versuche. Wenn er bis dahin nicht liegt, dann lassen wir das sein und ich werde ihn dann in ein paar Off-Tries, also ein paar Free-Tries dann versuchen. Ja, weil ich denke mal, für das Video haben wir jetzt hier auf jeden Fall genug geschafft. Und letzter Versuch, gucken wir uns nochmal an. Ja, ist natürlich alles möglich hier gegen den Berserker. Und der Marquardt, der haut einen Crit raus, aber der ist tatsächlich gar nicht mal so stark irgendwie. Ja, und wenn der Berserker natürlich... Boah, gut, ist halt Glass Cannon gegen Glass Cannon, ne? Gut, wir sind auf 3800 runter, haben aber sehr gut Progress gemacht. Wir haben unsere Begleiter sehr gut ausgerüstet, sind gut vorangekommen. 7 von 10 ist schon mal sehr gut, ja. Und sind natürlich auch ein Level abgekommen. Das ist auch sehr nice, das freut mich auch sehr, muss ich sagen. Muss man erstmal den hier. Und ja, ein paar sehr coole Items bekommen. Insgesamt finde ich, war das eine sehr erfolgreiche, coole Folge. Und ja, falls es euch auch gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.